Also mein Name ist Brigitte Dose. Damals hieß ich noch Sixt, mein Mädchenname ist Sixt. Und ich habe bei der Olympiade, ich habe die Bewerbung für diese Olympiade mitgemacht. Und ja, ich war damals bei der Stadt München angestellt schon. Ich war im Fremdenverkehrsamt und ja, und so habe ich dann auch davon erfahren. Ich wurde dann mal, irgendwann hieß es also, Frau Sixt, Sie müssen dringend ins Personalbüro. Ja, ich dachte, oh Gott, was ist jetzt los? Vielleicht kriege ich eine Gehaltserhöhung oder so. Und dann hat er gesagt, ja, Sie wissen ja vielleicht, dass München plant, sich zu bewerben. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie da bei der Bewerbung irgendwie mitmachen? Da suchen wir wissen noch nicht genau was, aber wir suchen Dolmetscherinnen und ja, Mädels, die eben mindestens 2, 3 Sprachen können und die auch einfach München repräsentieren. Also jede bewerbende Stadt in diesem Foro Italico, das fand ja alles in diesem sogenannten Foro Italico statt. Das war eine Riesenhalle und in dieser Halle waren die 4 Bewerbungsstädte, Detroit, Madrid, Montreal, München. Und jeder hatte 40 Quadratmeter etwa zur Verfügung. Und wir kamen dann natürlich an mit einem riesen Panorama, also mindestens 17, 18 Meter, so ein Rundding mit Frauentürmen und Peterskirche und die Berge gleich dahinter, als würden die gleich hinter der Frauenkirche anfangen. Alles so ultra schön gemacht. Und das Lustige war, wir haben ja eine echte Eiche aus München, wurde dahin geflogen, in 2 Teile durchgeschnitten und die wurde nach Rom geflogen. Und dann, weil es doch früher war, haben sie Blätter hingebunden und sie haben Münchner Rasen mitgebracht. Münchner Rasen, der da gewachsen ist, den musste jeden Tag gegossen werden und so. Ja, und dann eben das Riesenmodell. Es waren ja zuerst einfach auch die IOC-Mitglieder, die da natürlich schon alle umeinander geschwirrt sind. Das sind ja wahnsinnig viele gewesen. Ja, da hat man halt einfach Auskunft gegeben. Viel sich ausgedacht. Ich habe mir gedacht, die glauben ja eh alles. Es ist ja noch nicht fertig und wir werden ja erst mal sehen, ob überhaupt. Aber das Interesse war schon sehr groß. Die Bewerbung fand ja nicht in diesem Foro Italico statt, wo die Ausstellungen waren, sondern im Hotel, ich glaube, das hieß Excelsior, ja, da gab es einen goldenen Saal der Stadt Rom, ein riesen bombastischer Saal. Und da fand die Bewerbung statt. Die Bewerbung begann um 15 Uhr an dem Montag, Montag, glaube ich, war das. Und München kam als Letzte dran, also erst nach dem Alphabet Detroit, Madrid, Montreal und München, bedeutete um 19:15 Uhr am Abend eine wahnsinnige Anspannung für das Bewerbungsteam da. Wir sind dann aber auch vor diesem goldenen Saal, als dann München dran war und der Hans-Jochen Vogel als dann die Bewerbung praktisch anging. Er hatte eigentlich 10 Minuten, auch Willi Daume hatte nur 10 Minuten, aber letztlich, es musste ja wirklich alles synchron passen. Ich glaube, er hat 6, 8 Minuten gesprochen in Englisch. Da gab es einen Jubel aus diesem goldenen aus diesem goldenen Saal. Wahnsinn. Und dann wurde Film gezeigt, München. Und zwar auch in Superlativen natürlich. München, die Stadt der Kultur und ein sehr, sehr, sehr schöner Film. 10 Minuten immerhin, ganz schön lang. Und dann sofort der Willi Daume. Und der hat seine Ansprache auch so 6, 8 Minuten in Französisch gehalten. Und die haben, also die IOC-Mitglieder haben getobt vor Begeisterung, das hat man außen gemerkt. Und dann irgendwann hieß München darf jetzt rein. Und dann sind unser Team da, der Vogel, Brauchle und so weiter, sind dann rein. Und dann saß der Brandtsch vorne und
und muss gesagt haben, also die Spiele kommen nach München, Munich. Und dann waren sie alle, die konnten das überhaupt nicht fassen. Der Heimflug war so toll in irgendeiner, weiß nicht was, Noratlas oder so eine Bundeswehrmaschine. Da gab es ein wahnsinnig tolles Essen. Wir waren dabei und sind dann eben in München ausgestiegen. Die konnten der Vogel als erster raus mit der Olympiade im Gepäck und alle hinterher und ein Jubel.